Ja, hi Leute, ich melde mich hier mal aus meiner Küche. Einige von euch haben ja sicherlich schon mitbekommen, dass ich ab und zu mal auf YouTube auch ein Video poste. Und ich wollte jetzt ganz einfach mal ein Video senden, warum ich das überhaupt mache und erklären, was ich so in Zukunft so ein bisschen vorhab. Ja, ich habe mir in der letzten Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht, in der wettbewerbsfreien Zeit, notgedrungen, wenn ich mal so aus dem Fenster schaue. Das Wetter ist ja relativ wechselhaft. Nun haben wir auch einige Wettbewerbe gehabt, die leider abgesagt werden mussten. Und in der Zeit habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte man zum Beispiel den F3K-Wettbewerbssport, überhaupt die DLG-Fliegerei, so ein bisschen nach vorne bringen. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und das wollte ich euch jetzt mal mitteilen, was das im Einzelnen auch ist. Na, zum einen habe ich mich natürlich gefragt, was es für mich eigentlich persönlich auch ist, was die DLG-Fliegerei ausmacht. Und ich denke mal, das geht ganz vielen so. Natürlich ist es zum einen der sportliche Aspekt, also quasi der Wettbewerbscharakter, den man hat bei der DLG-Fliegerei. Aber zum anderen muss ich sagen, als ich vor, ich meine jetzt 2 Jahren das erste Mal überhaupt mit der F3K-Geschichte angefangen habe, ist mir gleich von Anfang an aufgefallen, was für ein herrlich verrückter Haufen das eigentlich ist, was für ein herrlicher verrückter Haufen ihr auch seid. Und habe mich dann so ein bisschen gefragt, woran das liegen könnte, weil das habe ich in der Form auch außerhalb der Fliegerei so noch nicht erlebt. So in den Unterhaltungen mit einigen, da kriegt man dann ja auch raus, dass einige natürlich ihr ganzes Leben schon, seit sie irgendwie laufen können, fliegen. Bei mir war das zum Beispiel ein bisschen anders. Ich habe jetzt, also ich glaube, das letzte Mal ernsthaft Modellfliegen gemacht. Da gab es noch den Dandy von Graupner und das war schon top of the notch hier. Also Balsaholzmodelle. Also, und dann hatte ich eine 30 Jahre Pause und habe dann vor ja, 3, 4 Jahren überhaupt erstmal wieder angefangen mit der Fliegerei. Da hat sich ja so viel verändert, 2,4 Gigahertz und das Ganze. Da mögt ihr jetzt vielleicht drüber lachen, aber für mich war das eine ganz andere Welt und wie gesagt, das mit der Links-Rechts-Schwäche habe ich jetzt immer noch, aber überhaupt erstmal wieder reinkommen in die Fliegerei. Ja, und Social Media sei Dank bin ich natürlich auch relativ schnell auf RC Network gestoßen und dass es da eben halt auch ein Forum gibt, dann habe ich mich da erkundigt. Gar nicht mal jetzt den Handlounge-Sektor, also DLG-Fliegerei, sondern ich habe mir einfach so eine Schaumwaffel geholt. Das ist jetzt nicht despektierlich gegen Schaumwaffeln. Ich fand das super, weil die konnte man, so deformiert sie dann hinterher auch waren, immer wieder hinbiegen. Ne? Ich sage nur, fließt auf dem Rücken, musst du drücken. Ja, die waren also relativ anwenderfreundlich. Irgendwann bin ich auf YouTube mal von Flight Test, das sind die amerikanischen Jungs, die da mal ganz verrückte Sachen machen, auch mal auf ein Video gestoßen und da hat eben halt ein Schwede, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber einer, der da auch zum Flight Test Team gehörte, der hat mal so ein DLG vorgeführt und da war vorbei. Ich weiß nicht warum, also früher als Jugendlicher musste es laut sein, schnell sein, irgendwie die Finger mussten nach Benzin sticken, so und das war ja nur was völlig anderes und da habe ich mich mal näher mit beschäftigt. Ich bin ja selbst auf Deutsch geht das nicht. Ja, ich hatte mich dann damit beschäftigt und hatte dann in deutschen Foren mal gesucht, ob es da irgendwas gibt. Bin dann auf den Handlaunch-Bereich von RC Network bekommen und bin dann relativ schnell auf Jan Henning gekommen, weil ich habe natürlich irgendwie gesucht, ob nicht irgendwie in der Nähe von Hamburg, also damals habe ich noch in Hamburg gewohnt, ob es da nicht irgendwelche Leute gibt und habe dann auch mein erstes Modell, den Whirly 5, die pinke Gefahr von ihm gekauft und als er mir das Ding vorgeführt hat bei sich zu Hause in Stade, ich stand da mit offenem Mund und konnte das gar nicht fassen. Also dieses Majestätische, irgendwie so, ja, ich will jetzt hier nicht ins Epische abgleiten, aber ich fand das total krass. Ich fand das total cool, musste ich haben, habe ich mitgenommen, relativ schnell zersägt, leider den anderes Thema. Aber habe dann auch meinen ersten Wettbewerb besucht. Das war dann der erste richtige Wettbewerb in Hamburg bei Barney 2015 im September und von da an war vorbei. So, also da, wie gesagt, die Gemeinschaft, aber auch dieses Fliegen selber, diese Kombination zwischen Sport, Technik und eben halt der fliegerische Aspekt,
das Thermikfliegen, da kam alles zusammen. Und ich finde, das ist so eine außergewöhnliche Sportart, so ein außergewöhnliches Hobby. Gerade diese DLG-Fliegerei, und das möchte ich in irgendeiner Art und Weise fördern. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang des Videos. Ich habe mir eben halt Gedanken gemacht, wie das geht, und davon möchte ich euch jetzt auch ganz kurz erzählen. Also ich persönlich, ich bin keinem Verein angeschlossen. Ich habe also eine Einzelmitgliedschaft beim DMFV. Und da war mein erster Gedanke, ich gucke mal nach, ob es da nicht irgendwie eine Art Sportreferat gibt, wie das eigentlich für ziemlich viele andere Sportarten oder Wettbewerbsklassen gilt. Da gibt es aber leider keine. Also ich sage mal, F5J hat und dann natürlich Scale und so weiter und so fort, da gibt es ganz viele. Aber F3K hat kein Sportreferat im DMFV. So habe ich dann mal hingeschrieben und habe mal gefragt, ob das geplant ist oder was man dann noch so machen kann oder was überhaupt ein Sportreferat bedeutet. Und habe dann so eine halbgare Antwort bekommen. Da war ich noch nicht so ganz mit zufrieden und habe dann mal den Beiratsvorsitzenden angeschrieben. Da steht die Antwort noch aus. Aber ich sag mal, in die Richtung würde ich schon gern was bewegen, dass man da so einen festen Ansprechpartner hat. Wir haben ja mit El Presidente, Per Schmidt, haben wir schon einen aktiven Sprecher, also vom DAIC. Das finde ich total klasse. Ne? Per finde ich sowieso klasse, davon mal abgesehen. Aber in der Richtung finde ich das ganz wichtig, weil ich der Meinung bin, dass man gerade in den Vereinen, in der Jugendarbeit eventuell anfangen müsste, mal zu zeigen, dass es sowas gibt. Weil ich habe es bisher überall gehabt, wo ich jetzt geflogen bin, ob das nur auf der Wiese war, dass die Leute mich angesprochen haben und sagen, das haben sie in ihrem Leben noch nie gesehen. Also damit meinen sie jetzt nicht einen halbgrazilen Mann auf einer Wiese, der da tänzerisch versucht, ein Modell in die Höhe zu bringen. Das meinte ich nicht, sondern die Art der Fliegerei an sich. Der zweite Ansatz, den ich dann hatte, war eventuell Vereine in der Gegend irgendwie mal zu requirieren und dann mal zu gucken, ob da überhaupt irgendwie das Thema so bekannt ist. Wir haben ja für unseren F3K-Wettbewerb, den ich mit Gerald, Daniel und Norbert ausgerichtet habe, schon vom LSV Ratzeburg den Platz benutzen dürfen. Das fand ich total klasse und selbst da war die Resonanz total großartig. Das möchte ich so an euch auch nochmal zurückgeben. Also die waren echt begeistert, die Jungs, weil die Art der Fliegerei, da waren zwar so ein, zwei Leute, die das auch da machen, aber insgesamt das mal so zu sehen, das war für die auch total großartig und die würden sich auch freuen, wenn wir nächstes Jahr wiederkommen. Der Freund Gerald, Daniel, Norbert und ich uns natürlich auch, weil wir dann auf jeden Fall den Wettbewerb da auch wieder ausrichten. Der zweite Ansatz, den ich dann noch so ein bisschen verfolgen möchte, ist, ich habe mich hingesetzt und habe verschiedene Artikel schon mal vorbereitet für Zeitschriften. Also zum einen hatte ich dann den WM Medienverlag angeschrieben, die machen zum Beispiel die Zeitschrift Modell Aviator und aber auch das hauseigene Magazin vom DMFV. Immerhin hat er über 80.000 Mitglieder und die Mitglieder kriegen die Zeitung nach Hause. Das wäre vielleicht schon mal ein Ansatz, wenn man da mal einen F3K-Artikel verfassen würde, um die Sportart einmal zu präsentieren. Das traue ich mir durchaus zu, auch wenn ich jetzt irgendwie so ein mittelmäßiger Pilot bin, aber ich glaube schon, dass ich in der Lage bin, die Essenzen, die dieser Wettbewerbssport so mitbringt, auch gut darzustellen und auch so darzustellen, als dass sich vielleicht der ein oder andere berufen fühlt, da mal reinzuriechen. Ich möchte die Leute ermuntern, auf Wettbewerbe zu kommen. Ich hatte mit Walter zum Beispiel auch geschrieben und Walter hatte die großartige Idee, vielleicht im Rahmen eines großen Flugtages mit mehreren tausend Zuschauern eine Art Demo-Programm auf die Beine zu stellen, was weiß ich, so mit 3, 4, 5 Piloten, die halt mal präsentieren, was es heißt, mit einem DLG auf Thermiksuche zu gehen oder vielleicht auch mal generell mal zu referieren, was denn überhaupt diesen Wettbewerb ausmacht. Weil ich kann mir vorstellen, so ging es mir selber ja auch, dass man vielleicht, wenn man Neuling ist, ziemlich große Berührungsängste hat. Also ich sag mal, wenn es heißt, komm doch mal auf den Wettbewerb, also ich wollte mich da jetzt nicht blamieren. Habe ich ja fast nicht, also aber das ist eben halt so großartig gewesen. Man wird da super aufgenommen, man kriegt die Tipps und Tricks, die man, wenn man 5 Jahre auf der Wiese alleine da rumschmeißt, da wird man nicht besser. Ja, da kennt man sein Modell besser, ja, aber man weiß nichts über Taktik. Ja, ich sehe immer nur die genervten Gesichter, wenn ich auf den ganzen Wettbewerb frage, du sag mal, wie war das auch mit Thermik? So links, rechts, ja,
Ich weiß jetzt mit der Links- und Rechtsspreche, Gerald, das weiß ich auch, ne? Ich muss mir das immer auf die Hand malen und Gerald tippt mir immer auf die Schulter, links, rechts, nee, andersrum, da geht schon los. Also was ich zum Beispiel auch total großartig finden würde, wir haben nun Piloten dabei, ne, wie Elmar. Also Elmar, auch auf diesem Wege nochmal herzlichen Glückwunsch. Elmar Bachmann ist Teamweltmeister geworden mit Deutschland zusammen mit Martin Herrich und mit Max Finke. Ganz großartige Leistung bei echt brutalen Bedingungen. Hut ab. Ne, wir haben Philipp Berger, der im Juniorenbereich knapp die Fly-Off verpasst hat, aber da auch eine super Leistung abgeliefert hat. Paul auch super geflogen. Und ihr habt ja nun so viele unterschiedliche Modelle. Und ich finde, das ist auf dem Markt so schwer, sich da zurechtzufinden. Also ich bin ja immer jemand gerne, der haptisch gerne mal das Modell mal in die Hand nimmt. Und ich schmeiße das Ding auch mal in die Wicken. Das mache ich auch gerne. Aber vielleicht könnt ihr auch mal so einen Beitrag leisten, Mensch, Flugeigenschaften. Also ich finde es unheimlich schwierig, sich da in dem Markt zurechtzufinden. Hat natürlich jeder sein Modell, mit dem er super klarkommt. So, aber es gibt eben halt die guten Piloten unter euch, die können das auch genau auf den Punkt bringen. Warum ist dieses Modell so gut? Oder warum ist jenes Modell oder besser als das? Oder also so neutral wie möglich zu schreiben. Ja, also das bringt jetzt nichts, wenn du jetzt hier Vincent Mehrlein, den Weltmeister, herzlichen Glückwunsch Vincent, fragst mit dem CX5, ja sag mal, der wird natürlich, jo, alles super. Ja, das Modell, will ich nicht sagen, ist mehr oder weniger auf ihn zugeschnitten, aber es gibt eben halt einige Modelle, da weiß man schon, wer da bei der Entwicklung mitgewirkt hat. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie der CX50 schlägt. Ich kann es ja nicht leugnen. Ich möchte ihn ja auch mal anfassen. Und, also den CX5 jetzt. Aber das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich denke mal, Anfänger sich auch freuen würden, wenn sie sagen, so, ne, natürlich haben die ein gewisses Budget und da scheidet dann schon vielleicht die Hälfte der Flieger aus. Aber wenn man sagen könnte, Mensch, das ist ein super Allrounder oder der ist für Wind, der ist für das, man hört ja so viel auf den Wettbewerben. Ne? Und mir persönlich geht das auch so. Wenn es nach mir gehen würde, ich hätte hier zu Hause 30 Modelle. Das kann ich mir aber leider nicht leisten. Also deswegen habe ich auch nur 20. Also 10 jetzt. Also 3. Aber nee, das würde ich total klasse finden. Wenn man da jetzt sagt, so Mensch, guck mal, da könnte man vielleicht noch mal ein paar Beiträge sammeln zu den verschiedenen Modellen. Ja, was ich zukünftig auch noch mal versuchen will, so ein bisschen zu machen, also in regelmäßigen Abständen, also eher unregelmäßig würde ich sagen. Ich bin ja auch viel auf dem amerikanischen Forum, also auf dem RC Groups Forum unterwegs. Und da sind so viele internationale Piloten unterwegs, da kriegt man relativ schnell so diese ganzen Ströme, Entwicklungen, Trends, vielleicht neue Modelle und so weiter mit. Da will ich dann einfach auch eben halt mal im Rahmen, was weiß ich, so F3K News oder irgend so ein Gedöns, das wird mir schon irgendwie einfallen. Das wollte ich mal versuchen. So. Also zum einen macht mir das auch Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Ne? Ich habe ja nichts davon. Also Spendenadresse blende ich dann später ein, wie abgesprochen. Ne? Nein, Spaß beiseite. Also ich habe da Bock drauf. Ich werde sicherlich, ne, ich habe ja schon angefangen, über den Fireblade zum Beispiel ein Video zu machen. Warum der Fireblade? Erstens finde ich das ein großartiges Modell. Ja, und zweitens ist es auch das einzige, was ich habe. Also, ja. Naja, nicht ganz. Also den NXT habe ich ja auch noch, ne, aber momentan werde ich mit dem noch nicht so warm. Der fliegt irgendwie in meinen Händen eher wie so eine Wespe auf Ecstasy, so möchte ich das mal beschreiben. So, da komme ich auch noch hinter, warum. Ja, ich weiß, ich bin ein mittelmäßiger Pilot und alles. Aber nee, muss Einstellungssache sein. Also kann sonst nicht sein. Alle anderen sind begeistert oder zumindest sagen, Mensch, der fliegt so und bei mir fliegt er irgendwie wie ein Sack Nüsse. Nee, irgendwas ist da noch faul. Aber kriege ich auch noch raus. Schwerpunkt stimmt schon mal, das ist schon mal was. Naja, und da werde ich sicherlich auch noch mal einen Bericht zu machen. Und ganz einfach soll Unterhaltungswert haben natürlich, aber auch schon ein bisschen ernsthaft sein, also schon mal ein bisschen zeigen, Mensch, guck mal hier, welche Vorzüge hat das aus meiner Sicht, also ich kann es aus meiner Sicht sagen und ich würde mal behaupten, wenn ich mit dem Modell klarkomme, kommt da fast jeder mit klar, also zumindest was meine Pilotenleistung angeht und ich sag mal, ein Wurftest, ein Stresstest muss das Ding dann auch aushalten, also weil
denke mal schon, dass ich da schon gut unterwegs bin, was die Wurfhöhen angeht und wirf jetzt technisch auch nicht so ganz, ganz sauber. Also das heißt, ein bisschen aushalten muss das Modell auch was. So, und da könnte ich mir vorstellen, das kann den einen oder anderen vielleicht auch interessieren. Ich werde sicherlich die Kamera zukünftig auf den Wettbewerben auch immer noch mal mitnehmen, weil ich das irgendwie immer total cool finde, wenn man bewegte Bilder von den ganzen Wettbewerben hat und hinterher noch mal guckt, Mensch, guck mal da, vielleicht hat man irgendeinen Augenblick eingefangen, der für den einen oder anderen echt wichtig ist oder den er schön fand oder so. Das kann man dann noch mal nachbereiten. Bisher war das immer so, dass fast ausschließlich so von der D-Tour zum Beispiel, der Stader Schleuder Cup, der wurde von Norbert Wickwels immer so klasse gefilmt mit den Ausschnitten und das gucke ich mir immer gerne an. Das sind immer super Videos gewesen, echt kurzweilig und wenn man da so eine kleine Erinnerung hat, werde ich zukünftig sicherlich die Kamera mal mitnehmen und ein paar Fotos machen, aber eben halt auch bewegte Bilder und ja, ganz großartig. Das kommt davon, wenn man das Handy während der Aufnahme nicht ausschaltet. Ja, in diesem Sinne war es das eigentlich schon. Fällt mir noch was ein? Momentan nicht. Wie gesagt, falls ihr irgendwie Anregungen habt, dann immer her damit. Aber ich denke, bisher läuft das eben halt so, dass einige wenige Piloten, die in Vereinen organisiert sind, da immer so die Leute so ein bisschen mit ins Boot holen. Oder eben halt, dass jetzt ja schon die erste Generation Söhne hochgezüchtet, will ich es mal nennen, wird. Also das ist toll, Nachwuchsarbeit funktioniert im Kleinteiligen, aber zum Beispiel hatte ich mich erkundigt, auch so im Rahmen der WM, die Berichterstattung zum Beispiel von Nick, die fand ich total großartig. Ich saß da vor Facebook live und habe da mitgefiebert bei den Fly-Offs jetzt bei der WM. Das ist so, dass in den osteuropäischen Ländern die Nachwuchsarbeit oder überhaupt die DLG-Fliegerei viel, viel mehr verbreitet ist als hier. Und ich bin froh, dass ich hier in Norddeutschland wohne, weil ich der Meinung bin, dass hier die DLG-Gemeinde in Norddeutschland noch wesentlich größer ist als zum Beispiel in Mittel- oder Süddeutschland. In Ostdeutschland, da haben wir auch eine Gemeinde, aber man sieht das ja auf den Wettbewerben. Ihr kennt das ja selber. Also ich meine, man trifft ja fast immer dieselben Leute. Und da würde ich irgendwie meinen Teil dazu beitragen wollen. Also ihr könnt das vielleicht sentimental nennen, aber ich möchte irgendwas machen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn vielleicht der eine oder der andere sich berufen fühlt, irgendwie dazu auch was beitragen zu wollen. Sei es in Form eines schriftlichen Beitrages, der sagt, Mensch, wenn du, so wie ich, wenn ich jetzt einen Beitrag für die Zeitschriften schreibe, dann muss unbedingt dieses oder jenes Thema noch rein. Oder vielleicht kann man irgendwie noch eine andere Art der Werbung betreiben. Vielleicht wollt ihr das auch gar nicht. Aber ich würde mich riesig freuen, wenn der eine oder andere vielleicht sagt, Mensch, hey, das finde ich eine super Sache. Ich hätte da auch noch eine Idee. Ich würde mich riesig freuen, weil ich finde, das ist unser Hobby wert. Und ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Wettbewerb, wenn ich dann so die ganzen altvertrauten und hoffentlich auch neue Gesichter auf den Wettbewerben wieder treffe. Und ja, ich denke mal, jetzt habe ich auch schon genug gesappelt und auf diesem Wege euch alles Gute. Falls ihr im Urlaub seid, wünsche ich euch schönen Urlaub, wo auch immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Wettbewerb. Ich freue mich schon tierisch auf euch und in diesem Sinne, Gruß, Stefan. Ciao.